Warum sagt man, ich war müde, er hatte keine Zeit oder wir wollten gehen? Genau darum geht es heute. Ich erkläre dir das Präteritum ganz einfach, damit du endlich verstehst, wann man war, hatte, konnte oder ging benutzt und warum diese Formen im Deutschen so wichtig sind. Das Präteritum ist eine Zeitform für die Vergangenheit. Es zeigt also, dass etwas früher passiert ist oder so war. Zum Beispiel, ich war müde, ich hatte Hunger, ich ging nach Hause. Das Präteritum ist neben dem Perfekt eine sehr wichtige Vergangenheitsform im Deutschen. Jetzt kommt ein wichtiger Vergleich. Viele Dinge kann man im Deutschen sowohl im Präteritum als auch im Perfekt sagen. Zum Beispiel, ich war müde oder ich bin müde gewesen. Er hatte Zeit oder er hat Zeit gehabt. Im Alltag hört man aber besonders oft war und hatte im Präteritum. Das Präteritum ist besonders wichtig bei sein, haben und bei den Modalverben. Außerdem findest du es sehr oft in Geschichten, Büchern, Nachrichten und allgemein in geschriebener Sprache. Im gesprochenen Alltag benutzen viele Menschen zwar oft das Perfekt, aber war, hatte, konnte, wollte und ähnliche Formen hört man trotzdem sehr oft. Schauen wir zuerst auf Sein im Präteritum. Wir sagen, ich war, du warst, er war, wir waren, ihr wart, sie waren. Diese Formen musst du wirklich gut kennen, weil Sein eines der häufigsten Verben überhaupt ist. Zum Beispiel, ich war krank, wir waren zu Hause, er war müde. Jetzt kommt haben. Die wichtigsten Formen sind ich hatte, du hattest, er hatte, wir hatten und so weiter. Auch diese Formen sind sehr wichtig. Zum Beispiel, ich hatte keine Zeit. Sie hatte eine Idee. Wir hatten ein Problem. Gerade war und hatte solltest du sehr sicher können. Besonders häufig ist das Präteritum auch bei Modalverben. Zum Beispiel, ich konnte, ich wollte, ich musste, ich durfte, ich sollte. Diese Formen klingen im Alltag sehr normal. Man sagt zum Beispiel, ich konnte nicht kommen, wir wollten gehen, er musste arbeiten. Genau solche Sätze hörst du ständig. Die Satzstruktur im Präteritum ist einfach. Das konjugierte Verb steht im Hauptsatz wie normal auf Position 2. Deshalb sagen wir, ich war müde, er hatte keine Zeit, wir wollten gehen, sie konnte nicht kommen. Anders als im Perfekt brauchst du hier kein zweites Hilfsverb wie haben oder sein extra dazu. Gerade bei Modalverben ist das Präteritum oft einfacher und natürlicher. Vergleiche: Ich konnte nicht kommen und ich habe nicht kommen können. Beides ist möglich, aber die Präteritumform klingt oft kürzer, klarer und im Alltag sehr normal. Deshalb benutzen viele Menschen hier lieber das Präteritum. Es gibt natürlich auch andere Verben im Präteritum, zum Beispiel starke Verben wie gehen, ging, kommen, kam, sehen, sah. Diese Formen sind wichtig, aber etwas unregelmäßiger. Deshalb lernst du sie am besten Schritt für Schritt. Für den Alltag sind zuerst war, hatte und die Modalverben am wichtigsten. Hier sind typische Sätze aus dem Alltag. Ich war müde. Er hatte kein Geld. Wir wollten nach Hause. Sie konnte nicht schlafen. Es gab ein Problem. Wenn du solche Sätze gut kannst, verstehst du schon sehr viel gesprochenes und geschriebenes Deutsch in der Vergangenheit. Eine wichtige Regel ist, im gesprochenen Deutsch benutzt man oft das Perfekt, aber einige Präteritumformen bleiben trotzdem sehr häufig, besonders war, hatte, konnte, wollte, musste. In Geschichten, Büchern und Artikeln siehst du das Präteritum noch viel öfter, deshalb musst du es unbedingt verstehen. Hier passieren typische Fehler. Man sagt nicht, ich war gewesen müde, sondern einfach, ich war müde. Nicht, ich hatte gehabt keine Zeit, sondern ich hatte keine Zeit. Und nicht, ich konnte gekommen, sondern ich konnte kommen. Im Präteritum brauchst du die Form direkt, ohne extra Perfektstruktur. Probieren wir es kurz zusammen. Wie heißt es richtig? Ich
krank. Er, keine Zeit. Wir, gehen. Sie, nicht kommen. Denk kurz nach. Die richtigen Antworten sind war, hatte, wollten, konnte. Merke dir, das Präteritum ist eine wichtige Vergangenheitsform. Besonders oft benutzt du es bei sein, haben und bei Modalverben. Die Struktur ist einfach. Das Verb steht auf Position 2, ohne zusätzliches Hilfsverb. Wenn du Formen wie war, hatte, konnte und wollte sicher kannst, verstehst und sprichst du viel besser über die Vergangenheit.